Hallo Freunde! Im Zentrum der lauten Stadt, wo das Stadtgeräusch leise Geräusche übertönte, lag ein kleiner Klumpen Leben unbeweglich auf dem kalten Bürgersteig. Es war ein kleines Kätzchen, das inmitten der Hektik und Gleichgültigkeit der Passanten dem Schicksal überlassen wurde. Die Menschen hatten es eilig, sich in ihre Angelegenheiten zu begeben, verschluckt von der täglichen Routine. Aber unter einer Menge gleichgültiger Gesichter fand sich ein Mann mit einem guten Herzen. Ihr Name war Diana. Das Mädchen bemerkte ein Kätzchen, das vor Müdigkeit außer Atem war. Ihr Herz drückte sich vor Mitleid zusammen, als sie neben diesem zerbrechlichen Wesen auf die Knie fiel. Das Fell des Kätzchens war schmutzig und verwirrt, und sein kleiner Körper stand auf dem grauen Bürgersteig kaum merklich auf. Diana hob das Kätzchen ohne zu zögern in die Arme und drückte es an sich. Sie konnte ihn nicht in Schwierigkeiten lassen. Ohne eine Sekunde zu zögern, brachte sie das Kätzchen nach Hause. In ihrem Zimmer hat sie ihm ein gemütliches Nest eingerichtet und ihn mit Stofftieren und warmen Decken umgeben. Diana wollte nicht aufgeben. Sie war entschlossen, alles zu tun, um dieses kleine Geschöpf wieder zum Leben zu erwecken. Die Tage wurden durch Nächte ersetzt, die Nächte durch Tage, und Diana kümmerte sich weiterhin mit unauslöschlicher Hingabe um das Kätzchen. Sie sprach mit ihm, teilte ihre Träume und sang ihm Schlaflieder, als die Stille zu bedrückend wurde. Sie massierte sanft seinen Körper, reinigte die Wolle und gab ihm Komfort und Wärme. Aber im Laufe der Zeit wurde sie von Zweifeln erfasst. Das Kätzchen blieb bewegungslos, seine Augen waren geschlossen, als ob es in einen ewigen Schlaf versunken wäre. Ärzte und Tierärzte untersuchten es und gaben eine düstere Prognose ab. Sie sprachen von gespenstischen Chancen auf Genesung und verblassender Hoffnung. Aber Diana wollte nicht aufgeben. Als die Hoffnung fast nachließ, geschah am 7. Tag ein Wunder. Diana spürte das leichte Zittern der Augenlider des Kätzchens. Sie frierte ein, ihr Herz schlug schneller vor Vorfreude. Die Augen des Kätzchens öffneten sich langsam und Diana sah helle smaragdgrüne Funken in ihnen. Freudentränen flossen über ihr Gesicht, als sie ein aufgewecktes Kätzchen in ihren Armen hielt. Sein Körper war immer noch schwach, aber in seinen Augen brannte ein Licht des Lebens, das nicht verblassen wollte. Jeden Tag wurden die Kräfte des Kätzchens stärker. Er erholte sich allmählich und sein Leben begann sich mit Freude und Licht zu füllen. Hallo Freunde! In einer verhängnisvollen Nacht war das Kätzchen in Gefahr, als es einer Gruppe wilder Tiere gegenüberstand. Sie griffen das wehrlose Wesen ohne Gnade an. Trotz eines brutalen Kampfes überlebte der kleine Kämpfer, aber nicht ohne Kampfspuren, sein Körper war mit Narben bedeckt. Nette Passanten fanden ihn und brachten ihn in eine örtliche Tierklinik. Die Ärzte keuchte, als sie den Hals des Kätzchens sahen, das verletzt war und sich aufgrund einer Nervenschädigung ständig bückte. Trotz zahlreicher Wunden hat das Kätzchen seine Geisteskraft nicht verloren. Das Veterinäramt arbeitete unermüdlich daran, seine körperlichen Wunden zu heilen. Der gekrümmte Hals stellte jedoch ein ernstes Problem dar. Die Operation wurde als zu riskant angesehen, und die Ärzte befanden sich in einer misslichen Lage. Aber sie wollten sich nicht von einem tapferen Kätzchen trennen, das bereits so viel Leid erlitten hat. Langsam, aber sicher begann sich das Kätzchen zu erholen. Seine Wunden heilten, aber der gekrümmte Hals blieb eine Erinnerung an die erlebten Qualen. Nach der Übertragung in ein lokales Tierheim eroberte die fröhliche Katze schnell die Herzen anderer. Menschen aus der ganzen Umgebung kamen, um seinen charmanten Charakter und sein sanftes Schnurren zu sehen, das sich durch die Hallen des Tierheims ausbreitete. Trotz seiner Popularität wollte ihn niemand wegen seines ungewöhnlichen Aussehens mit nach Hause nehmen. Die Tage wechselten sich in Monaten ab, und das Kätzchen wuchs weiter und wurde immer spielerischer und liebevoller. Alle seine Freunde aus dem Tierheim fanden liebevolle Häuser und ließen ihn mit seinem gekrümmten Hals allein.
Die Stadt begann es zu akzeptieren, obwohl sie vielleicht dazu bestimmt war, für immer dort zu bleiben. Aber dann stellte das Schicksal eine unerwartete Wendung dar. Dr. Emily Hayes, eine Tierärztin mit gutem Herzen, hörte von dem Schicksal des Kätzchens. Obwohl sie nicht vorhatte, es zu nehmen, hat etwas in seiner Geschichte sie berührt. Sie entschied, dass diese besondere Katze, die die Herzen vieler eroberte, aber ohne Zuhause blieb, eine Chance auf Glück verdiente. Dr. Hayes nannte ihn Oliver. Nachdem sie sich der Schwierigkeiten bewusst war, eine Katze mit einer neurologischen Erkrankung zu versorgen, begann sie einen speziellen Massage- und Stimulationskurs, um ihren Zustand zu verbessern. Die kaum wahrnehmbare Biegung um den Hals war die einzige Erinnerung an seine unruhige Vergangenheit. Oliver, einst ein Straßenkätzchen, das mit Unsicherheit konfrontiert war, fand Trost im warmen Haus von Dr. Hayes. Obwohl sein Hals nicht vollständig verheilt war, hat er bereits das Wertvollste bekommen, ein Haus, in dem er gewartet und geliebt wurde. Hallo Freunde! Die Pappschachtel war feucht, ihre Ränder zerbröckelten unter dem Gewicht des Regens. Da ist etwas drin, der Kleine hat sich verschoben, ein rostfarbener Fleck, der sich so eng zusammengerollt hat, dass er kaum noch am Leben zu sein schien. Schwach, wie ein Atemzug brach ein Schluchzen aus einem zitternden Körper aus. Ein Kinderseufzer durchbrach den Regen. Mama, sieh dir das an! Die Frau hat sich verzogen. Hilflos Tiere waren in diesem Wald keine Seltenheit, aber die Art und Weise, wie dieses Kätzchen aus ihren Schatten zuckte, war anders. Sein Fell war heterogen, die Rippen waren unter der dünnen Haut zu sehen. Und seine Augen sind weit offen. Entsetzt. Es miaute nicht. Es schrie, ein raues, gebrochenes Geräusch, als die Frau ihre Hand ausstreckte. Sie nannten sie Ember. Der Tierarzt sagte, sie sei untergewichtig, dehydriert, ihre Pfoten sind zerkratzt, wenn sie versuchen, sich zu lösen. Aber die schlimmsten Wunden waren nicht körperlich. Sie zuckte vor scharfen Bewegungen zusammen, zischte vor zarten Händen. Liebe war für sie eine Fremdsprache. Dem kleinen Mädchen Lina war es egal. Sie saß am Bett von Ember und ich flüsterte Geschichten zu. Als das Kätzchen wegging, lächelte Lina nur. Alles in Butter. Jetzt bist du in Sicherheit. Es sind Wochen vergangen. Ember hörte auf zu schreien, versteckte sich aber trotzdem. Und eines Abends geschah ein Wunder, Lina weinte wegen des gekratzten Knies und fühlte, wie sich etwas Warmes an ihr Bein drückte. Ember läuft nicht. Beißt nicht. Einfach. Dort die Frau hielt den Atem an. Das Kätzchen hat sich zum ersten Mal gebeugt. Dann begann das Fieber. Eines Morgens fiel Ember in Ohnmacht, ihr kleiner Körper brannte. Die Stimme des Tierarztes war düster, die Panleukopenie der Katze. Überlebensrate, niedrig. Lina schluchzte. Aber sie hat gerade gelernt, uns zu vertrauen. Ember hat 3 Tage lang gekämpft. Sie wurde aus einer Spritze gefüttert, sie streichelten ihre Ohren, während sie zitterte. Und dann? Ein schwaches Schnurren, sie hat sich nicht mehr versteckt. Sie folgte Lina überall, schlief, zusammengerollt in ihren Armen. Nachts kletterte sie zu der Frau auf die Knie und schnurrte mit einem stillen Dankeslied. Eines Abends, als die Sonne den Raum golden färbte, tat Ember etwas Ungewöhnliches. Sie leckte Linas Hand nur einmal, aber das war genug. Die Wahrheit, die sie gelernt haben. Liebe ist nicht immer sanft. Manchmal ist es ein Kampf, gegen Angst, gegen die Zeit, gegen Narben, die von denen zurückgelassen wurden, die vorher waren. Aber am Ende? Selbst die kleinste Flamme, die fast ausgelöscht ist, kann wieder hell leuchten. Für Ember war es das.